Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, hallo auch von mir. Heute ist Tag 117 auf unserem Plan. Richtig. Und wir haben heute ein wirklich tolles Thema für euch. Absolut. Es geht nämlich um das Thema Ehrenamt und Freiwilligenarbeit. Ein super wichtiges Thema. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter, die ihr direkt im Alltag benutzen könnt. Und bevor wir starten, noch ein kurzer Tipp von uns. Nutzt doch gerne wieder die Shadowing-Technik. Genau, das heißt, ihr hört einen Satz zu, Macht dann kurz Pause. ja, und dann sprecht ihr den Satz laut nach. Das hilft extrem beim Lernen. Oh ja, das bewirkt Wunder für die Aussprache. Und noch eine kleine Sache, bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Also lasst uns direkt anfangen, oder? Fangen wir mit dem absoluten Fundament an. Das erste Wort für heute ist freiwillig. Ein Adjektiv? Genau. Das bedeutet ganz einfach, ohne Zwang. Also man macht etwas aus eigenem Willen. Und auf Englisch sagt man dazu voluntary. Voluntary, genau. Ein Beispiel für den Alltag wäre, sie hilft völlig freiwillig im Tierheim. Das heißt, niemand zwingt sie dazu, sie macht das, weil sie es möchte. Richtig. Aber weißt du, dieser reine Wille, dieses freiwillige Denken, das bewegt ja noch nichts. Ja, das stimmt. Der Gedanke allein räumt noch keinen Müll im Park auf. Exakt. Und weshalb kommen wir zum zweiten Wort? Das ist ein Verb, nämlich sich engagieren. Ah, sich engagieren. Auf Englisch heißt das to get involved. Und das Perfekt von diesem Verb ist, hat sich engagiert. Genau. Sich engagieren bedeutet, dass man aktiv wird. Meistens eben unbezahlt. Also man steht quasi vom Sofa auf, oder? Richtig. Ein guter Beispielsatz wäre, er hat sich letztes Jahr sehr im Sportverein engagiert. Ja, das ist ein super Satz. Und aus diesem Verb machen wir jetzt direkt das dritte Wort, das Nomen. Ah, genau. Das dritte Wort ist das Engagement. Das Engagement. Auf Englisch sagt man Commitment. Commitment. Und die einfache Erklärung auf Deutsch ist, Der persönliche Einsatz für eine Sache. also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern echte, konkrete Arbeit. Ja, genau. Man gibt etwas von sich. Zeit, Energie, solche Dinge halt. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ihr Engagement für die Umwelt ist wirklich toll. Oh, sehr schöner Satz. Und wenn wir das noch etwas spezieller machen wollen, haben wir noch ein Verb. Das ist unser viertes Wort. Du meinst sich einsetzen für, oder? Ja, ganz genau. Sich einsetzen für. Auf Englisch heißt das to advocate for. Und wie ist da die Perfektform? Das ist hat sich eingesetzt für. Hat sich eingesetzt für. Okay. Und die Bedeutung? Das bedeutet, dass man jemanden oder etwas verteidigt. Man kämpft quasi für eine Sache. Man macht sich stark für etwas. Unser Beispielsatz aus der Quelle ist, sie setzt sich für die Rechte von Tieren ein. Genau, da merkt man richtig, dass aus dem inneren Willen eine echte Tat wird. Absolut. So, jetzt haben wir also eine Person, die hoch motiviert ist. Aber eine Person allein, die kann ja nicht alles ändern. Stimmt. Wenn wir wirklich etwas im System verändern wollen, müssen wir vom Ich zum Wir kommen. Und wie machen wir das? Dafür haben wir unser fünftes Wort, die Initiative. Die Initiative. Auf Englisch ist das Initiative. Das klingt ja fast gleich. Ja, das ist sehr ähnlich. Die deutsche Erklärung ist der erste Schritt zu einer Aktion oder ein Zusammenschluss. Ein Zusammenschluss von Menschen, oder? Genau. Ein Alltagsbeispiel wäre, die Nachbarn haben eine Initiative für einen neuen Spielplatz gegründet. Das passiert ja oft. Irgendwo gibt es ein Problem und dann tun sich die Leute zusammen. Ja, aber das Problem bei so einer Initiative ist oft, dass sie nicht ewig hält. Stimmt. Die Leute haben kurz ganz viel Energie, aber dann gehen sie wieder in ihren Alltag zurück. Und genau dafür braucht man eine festere Struktur. Das ist unser sechstes Wort. Der Verein. Der Verein. Das ist so typisch deutsch, oder? Ja, total. Auf Englisch sagt man Club oder Association. Und ein Verein ist einfach eine Organisation von Menschen mit dem gleichen Ziel. Exakt. Ein Verein gibt dem Ganzen eine Struktur, die bleibt, auch wenn mal jemand keine Zeit mehr hat. Ein gutes Beispiel für euch, er ist Mitglied im Fußballverein. Vereine sind wirklich das Fundament für ganz viel Zusammenarbeit. Ja, auf jeden Fall. So, bevor wir uns jetzt anschauen, wie genau die Menschen in diesen Vereinen arbeiten, machen wir eine klitzekleine Pause.
Genau. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Das hilft uns wirklich sehr. Also, wo waren wir? Wir waren bei der Arbeit im Verein. Wie fließen da die Ressourcen? Ah, richtig. Unser 7. Wort passt da perfekt. Das ist das Verb beisteuern. Beisteuern. Auf Englisch to contribute, Und die Perfektform ist hat beigesteuert. Es bedeutet, dass man einen kleinen Teil zu einem großen Ganzen gibt. Und das muss ja nicht immer Geld sein, oder? Überhaupt nicht. Unsere Quelle sagt ganz klar, man kann auch Ideen beisteuern. Stimmt. Ein Beispielsatz wäre, er konnte wertvolle Ideen zum Projekt beisteuern. Ja, es geht oft um Geisteskraft oder einfach um Zeit, die man eben mitbringt. Aber wenn es dann doch mal um Geld geht, dann haben wir ein anderes Wort. Richtig, unser 8. Wort, die Spende. Die Spende. Das heißt auf Englisch Donation. Genau, das ist eine Geldgabe oder eine Sachgabe für einen guten Zweck. Also zum Beispiel Kleidung oder eben Euros. Ein Alltagssatz dazu: Wir sammeln Spenden für das Kinderheim. Das kennt man ja, diese Spendenboxen, die oft beim Bäcker stehen. Ja, genau die. So, das 9. Wort ist ein Verb, das all diese Dinge am Laufen hält. Es ist fördern. Fördern. Auf Englisch to promote oder to support. Und im Perfekt sagen wir, hat gefördert. Das bedeutet unterstützen und weiterhelfen. Man investiert quasi nachhaltig in etwas. Ein toller Beispielsatz aus unserem Material ist, der Verein fördert junge Talente im Sport. Das heißt, der Verein hilft den Jugendlichen über einen langen Zeitraum. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingswort aus dieser Liste. Oh, ich ahne schon, welches das ist. Unser 10. Wort lautet unentgeltlich. Ein langes Wort, unentgeltlich. Auf Englisch unpaid oder free of charge. Es ist ein Adjektiv und bedeutet ganz einfach ohne Bezahlung, gratis. Warum ist das dein Lieblingswort? Naja, überleg mal. Wir leben in einer Welt, wo eigentlich alles Geld kostet. Zeit ist Geld, oder? Ja, das sagt man immer so. Aber trotzdem machen so viele Menschen Dinge einfach unentgeltlich. Sie arbeiten als Trainer völlig gratis. Das stimmt. Das ist eigentlich faszinierend. Ein Beispielsatz wäre: Die Trainer arbeiten unentgeltlich für den Club. Das ist doch verrückt. Sie bekommen kein Geld, verbringen da aber ihren ganzen Abend im Regen auf dem Fußballplatz. Das zeigt einfach, dass nicht alles im Leben nur ums Geld geht. Richtig. Aber warum machen die das dann? Niemand opfert sich ja nur aus Langeweile auf. Und damit sind wir beim großen Warum. Bei unserem 11. Wort. Das Verb lautet bewirken. Ah, bewirken. Auf Englisch to achieve oder to cause. Und im Perfekt heißt das, hat bewirkt. Genau. Bewirken bedeutet eine Wirkung oder Änderung erzielen. Also man sieht ein echtes Resultat seiner Arbeit. Ja, unser Beispielsatz dazu lautet: Mit Freiwilligenarbeit kann man viel bewirken. Das heißt, der Lohn ist nicht das Geld, sondern das Gefühl, dass man die Welt ein bisschen besser macht. Ganz genau. Und wie diese bessere Welt aussieht, das beschreiben die nächsten 3 Wörter. Das sind Adjektive. Lass uns mit Wort Nummer 12 weitermachen. Das ist gemeinnützig. Gemeinnützig. Auf Englisch charitable oder non-profit. Es bedeutet, Nützlich für das Wohl aller. ein gutes Beispiel. Das ist eine gemeinnützige Stiftung. Also eine Organisation, die nicht für sich selbst arbeitet, sondern für alle Menschen. Genau. Das bringt uns direkt zu Wort 13. Solidarisch. Solidarisch. Auf Englisch solidary. Das heißt, einander helfend, zusammenhaltend. Das Wort finde ich auch so stark. Die Quelle hat hier ein sehr emotionales Beispiel, oder? Ja. Der Satz lautet: In der Krise verhalten sich die Nachbarn solidarisch. Das heißt, wenn das Haus vom Nachbarn unter Wasser steht, dann gehe ich rüber und helfe, Auch wenn ich vielleicht selber müde bin. weil wir eben solidarisch sind. Richtig. Dann haben wir noch das 14. Wort, ebenfalls ein Adjektiv: bürgerschaftlich. Bürgerschaftlich. Auf Englisch civic oder citizen-based. Das bedeutet einfach, die Bürger und ihr Engagement betreffend. Zum Beispiel. Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig für die Stadt. Wir können eben nicht alles den Politikern überlassen. Wir als Bürger müssen auch etwas tun. Und all diese Dinge, die Vereine, die Spenden, das unentgeltliche Helfen, das alles führt zu unserem letzten Wort. Wort Nummer 15. Und das ist ein ganz großes Wort:
Die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Auf Englisch Society. Das Nomen bedeutet die menschliche Gemeinschaft. Genau. Alle Menschen, die zusammen leben. Und der Satz aus unserer Quelle ist hier wirklich stark. Ja, lies den mal vor, der ist super. Ehrenämter halten die Gesellschaft zusammen. Wow. Das bedeutet, ohne das Ehrenamt würde alles auseinanderfallen, oder? Genau. Es ist der Klebstoff zwischen uns allen. Ohne das gäbe es keine echte Gesellschaft mehr. Das ist ein toller Gedanke. Wir haben uns jetzt vom kleinen Ich will freiwillig helfen bis hin zur ganzen Gesellschaft vorgearbeitet. Ja, und wir haben 15 super nützliche Alltagswörter gelernt. Absolut. Bevor wir jetzt zu unserer Mini-Story kommen, habe ich aber noch eine kurze Frage an euch, liebe Zuhörer. Eine Frage zum Nachdenken? Genau. Wenn ehrenamtliche Arbeit das ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält, was würde passieren, wenn das Konzept des unentgeltlichen Helfens morgen einfach verschwinden würde? Puh, das ist eine harte Vorstellung. Ja, was wäre, wenn jeder Nachbar plötzlich Geld verlangt, wenn er dir kurz hilft? Ein Gedanke, den ihr mal sacken lassen solltet. Das stimmt, darüber kann man wirklich nicht lange nachdenken. Aber jetzt ist es Zeit für unsere kleine Geschichte. Ja, hier ist unsere Mini-Story für heute. Hört gut zu, ob ihr alle 15 Wörter entdeckt. Lisa arbeitet schon lange freiwillig im Tierschutz. Sie liebt Tiere und möchte sich aktiv engagieren. Ihr Engagement ist wirklich beeindruckend. Sie setzt sich jeden Tag für die kleinen Katzen und Hunde ein. Letztes Jahr hat sie eine eigene Initiative gegründet, weil der Platz im alten Tierheim nicht mehr gereicht hat. Bald haben so viele Menschen mitgemacht, dass daraus ein richtiger Verein geworden ist. Lisas Freund Max wollte auch etwas beisteuern. Er hatte zwar nicht viel Zeit, aber er hat eine großzügige Spende für das neue Katzenhaus überwiesen. Der Verein nutzt dieses Geld, um junge Leute zu fördern, die im Tierheim helfen wollen. Und obwohl alle Helfer dort komplett unentgeltlich arbeiten, haben sie zusammen unglaublich viel bewirkt. Das neue Tierheim ist natürlich eine gemeinnützige Organisation. In der ganzen Nachbarschaft verhalten sich die Menschen sehr solidarisch. Ja, dieses bürgerschaftliche Projekt zeigt einfach, wie wichtig Zusammenhalt ist. Am Ende sind sich Lisa und Max einig. Ohne solche Projekte wäre unsere Gesellschaft viel kälter. Oh, das war eine richtig schöne Geschichte. Und alle Wörter waren drin. Ja, alle 15. Das war ein richtig gutes Training heute. Finde ich auch. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern gerne in die Kommentare. Genau, übt das direkt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Morgen sprechen wir über ein neues Thema: Technik und Innovation. Das wird bestimmt auch wieder richtig spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.